Hallihallo, willkommen zurück zu Conarium mit mir, Nico. Und wir haben hier beim letzten Mal gerade diesen wirklich hübschen Typen gesehen mit dieser Stirn, mit diesem Stirnding. Mal gucken, ob der mit uns reden kann. You're claiming that you are me, Frank Gilman, but you are just a machine. You're claiming that you are me, Frank Gilman, but you are just a machine. And you are just air. Air? What do you mean by that? It doesn't answer me. Drecksau. Where is everybody? They are here. I don't see anybody around. Are you sure? Yes. Okay. What do you know about Dr. Faust? He is the grand mastermind and the pioneer of this expedition. Okay, Frank. Tell me, why are you here exactly? I am here because of my extensive knowledge on the human pineal gland. I am one of the Conarians. Conarionaut? Voyagers beyond. Beyond? Beyond what? Mann! Beyond? What beyond? No answer. Also das Ding ist irgendwie strange. Jetzt hat er sich abgeschaltet. Ah ja, von mir aus. Aha. Okay. Oh, jetzt habe ich ein Trophäen-Ding bekommen. Ich dachte, ich kann es irgendwie anzeigen lassen oder die Taschenlampe anmachen. Ah, was haben wir denn hier? Okay. Generated voice is outputted to speaker. Incoming power needs to be regulated by the device on the loop. Man feed input. Rückseite. Anatomy and visual data are fed to the main system by the primary filters. It is really possible to feel the machine with an actual human brain? The ancient sources speak too secretive about this. Based on the writings of R. Bacon and Wolfgang von Kempelen, I will try to improve the machine. Aha. Das ist ja im besten Fall grenzwertig, was der da für Forschung betreibt. Und es ist so dunkel. Ah, 3,8 Light, Equation, Photoreceptors Light, Servomotors. Okay. Einzelne Teile von dem Ding beschrieben. Ah, okay. Jetzt hat er geschrieben. After our haphazard and monetary aerial exploration of the unholy, utterly alien cyclopean maze of square, curved and angled blocks, we could detect most of the locations revealed by the previous Miskatonic University expedition leader, Professor Emeritus William Dyer. Ah, but what we are looking for is not there, inside the haunted Shoggoth ruins. According to various sources, it should be in the much older ruins beyond the Elder City, right on the edge of a mountain beyond the Mountains of Madness. It was built over a location deeply shunned even by the Elder Things, and built long before the colossal city Dr. Dreyer and his team explored. Now we set foot upon lands no one has ever seen before, a vast mass of dry land around the South Pole which rose from the primal waters when the old ones seeped down from the stars. A place so evil most of the arcane sources hesitated to record it at all, whilst some murals within the Elder City depicted it with obvious repugnance and trepidation. Okay, das ist also die Anschluss, also ist ja in der Geschichte so, dass die, oder zumindest ein Teil der Wissenschaftler dann mit dem Schrecken ihres Lebens davonkommen und dann der Welt davon berichten, was sie da erlebt haben. Und anscheinend haben sich dann Leute
einige Jahre, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, später dazu entschlossen, dem Ganzen nochmal auf den Grund zu gehen. Und das ist jetzt wohl diese Expedition. Und hier sieht man auch die Karte, das stimmt. Da sieht man es jetzt. Das ist die Arktis. Und da sind die ganzen... Ne, die Antarktis. Ho. Und die ganzen Kreuze da werden wahrscheinlich die Stadt der Alten sein. Die Ruinen der Stadt. Zyklopische Stadt. Crazy shit. Ja. Was haben wir hier noch? Explaining the purpose of the expedition. Ah, sehr schön. Weiter geht's. I know we are close to what we have been looking for. During the adaptation sessions we hold here in the meeting room, I feel a guidance of some sort, something pointing towards the destination we seek. This could mean we are now in sync with the ancient source. The variable Conarium we are carrying on our left arm connects and thus receives sensations from the same ancient source. And sometimes I wonder whether there has been another soul during humanity's relatively brief period of existence who was able to achieve such a feat. Within some shunned and elusive sources I have gathered from around the world, it is said that the extraterrestrial species, the elder Thing race, built it after passing through a stage of mechanized life on other planets. But its purpose remains unclear. Okay. Also, die sind also auf der Suche nach dem Wissen der Alten oder überhaupt nach den alten Dingen, von denen sie gehört haben, in Sagen und so weiter. Ah, ich glaube, da ist ja weiter. Taschenlamp. Muss ich noch ein bisschen mehr Licht machen? Da ist zu. Ich check alles ab. Vielleicht ist ja irgendwo Morphium drin. Huh. Did I lock my door? I don't remember where my keys are. Das ist ganz schön scheiße. Und der Dr. Faust ist natürlich auch nicht am Start. Noch mehr Tabletten. Also Tabletten mögen sie hier. Das steht schon mal fest. So ein Ding habe ich ja auch schon. Das ist alles abgeschlossen, ja. Dann gucken wir doch mal, was wir hier noch so finden. Ich glaube, sonst Schlüssel hat nichts. So. It's stuck. Na, wenigstens gehen die Türen jetzt auf. Infirmary, okay. Das Krankenzimmer. Was haben wir hier so drin? Strom ist sogar noch an. Es war schon... ist schon ganz schön fortschrittlich hier so. Finde ich. Für so die 50er, Anfang der 50er oder so. UPOUT Antarctic Expedition Statement of Consent. By signing this document, you are agreeing to the terms of written below. False statements made knowingly or willfully, including affidavits or other supporting documents submitted therewith, may be punishable. I hereby declare that I consent to perform my daily duties to the best of my ability, listen to the judgment of the expedition leader, Dr. Faust, and participate in a series of medical sessions as needed at the UPOUT Antarctic base. The risk of participating in the aforementioned medical sessions have been fully explained to me. Any questions I have regarding the procedure, why it is necessary, its benefits and risks have been answered to my satisfaction. Therefore, I give my informed consent to the performance of the procedure by signing this statement of consent. Ah, okay, da mussten sie dann alle einmal unterschreiben. Ist ja schön, die Dinger hier alle aufzumachen, aber irgendwie bringt es mir gar nichts. Ich mach's trotzdem. Just to be sure. Da überall so schöne Tabletten-Dingsies. Oh, alles voll mit Tabletten, Alter. Die lieben Tabletten. Guck mal hier. Dr. DeWitt on Psychoactive Plants, Zoetrope and Dressai, UPOUT Antarctic Expedition. Aha. Fast there. Mal hier. DeWitt's Medical Records, okay.
Okay, all the members awakened without any problem except for Frank Gilman. Aha, wir. All of a sudden his heart ceased beating at around 1:45 a.m. He was extremely cold and there was no detectable pulse. While I was preparing to perform cardiac compression, he momentarily opened his eyes. I'm unsure how much time passed since his heart failed to beat, but it can't have been more than 5 minutes. And then came the event that shook us all. The cause was the very words Frank uttered directly to Dr. Faust right after he wakened. I don't know how to explain it because his voice was muffled and almost indiscernible, but I'm convinced that the voice I heard did not belong to Frank. As a medical doctor, I can say that this is not completely impossible for someone in his condition, but there was something wrong with what I heard. It was a sound that no human vocal cords could produce. So. Ach, man kann schon. Hier, mach mal die der auf. Ach, schade. Aber man kann schon viele verschiedene Töne machen. Ah, die Kantine, wie nett. Oh, it smells awful in here. Ich dachte eigentlich, das wäre nett. Er legt da auch sein Essen dann so schäbig auf den Boden. Und was essen die da? Was ist das? Gefrorene Tintenfisch-Oberteile? Ein volles und ein fast leeres Glas. Sehr schön. Aha. Boah, schwarzer Tee und Kaffee. Und zwar dicke Dosen. Finde ich gut. Kann man was mit anfangen. Ein Schnellkochtopf oder sowas. Aha. Kräutertee und Zucker. Sehr gut. Säcke. Ah, da haben sie die Tür mit barrikadiert, warum auch immer. Mann, die Türen hier sind aber echt fies. Was ist immer da hinten? Da hinten ist auf jeden Fall irgendwas, was wir brauchen, aber ich sehe nichts, wie wir da reinkommen könnten. Gucken wir halt erstmal hier. Storage natürlich auch. Alles zu. Locked. Noch mehr Storage auch zu. Was ist hier der Elevator? Ah, okay. Da ist also der Aufzug. Hat das Ding hier also auch mehrere Ebenen. Also generell, das ist... Das sieht schon nach einer sehr professionell eingerichteten Space Station aus, irgendwie fast schon. Ja, es geht natürlich nach unten. Das hab ich irgendwie erwartet. Also eine Ebene tiefer. War oben noch was? Ich meine, ich hätte noch... Ja, da waren noch 2 Türen oder eine zumindest. Naja. Jetzt bin ich da oben. Und guck mich hier erstmal um. Hallo? Was haben sie denn hier? Da steht tatsächlich ein Baum rum. In irgendwelcher Glibbersoße. Vielleicht ist das auch einfach nur aufgetauter Boden, der schon seit Jahrtausenden nicht mehr aufgetaut worden war. It's stuck. It's stuck. Was ist das hier unten überhaupt? Read. Temple, flooded cave, space. Provisional map equipment was deployed to the underground caverns below the base without any problem. Submarines also work great. They are fast and maneuverable beyond my predictions. We've started exploring some parts of the underwater passages, but it is slow going. Ah ja, super. Also hier unten gibt es anscheinend Höhlen und sowas, die mit Wasser geflutet sind. It's stuck. It's stuck. Oh Menno, it's stuck. It won't open. Das ist alles ganz schön zu hier. It's stuck. Der Link Elevator. Ui! Hallo?
Ah, da habe ich ja gerade noch einen kleinen Schreck bekommen hier. Was macht der da auch einfach so? Ich folge ihm mal. Der will mir bestimmt irgendwas sagen. Hallo? Hallo? Bestimmt bin ich das. Und ich schicke mich gerade selbst dumm. Mhm. Link elevator has been set up. It can now reach both the tower and bottom levels below the base. Camp equipment and parts of the portable submarines are being transported to the first campsite. Tower, base, cavern entrance. Okay. Looks like I need something to get this elevator to work. Ich hab doch schon so einen Händel Looks gefunden. like I need something to get this elevator Ich to das work. nicht benutzen. What was the need for such security measures? Looks like I need something to get this elevator to work. Dann halt nicht. Ah, jetzt bin ich aber unsicher. Jetzt wollen sie mich bestimmt wieder erschrecken. It's stuck. Ist mir egal. Okay. Das Expeditionshandbuch. Kenn ich schon. Okay, ist das Bio Research Center oder was? Ah, was haben wir hier? Okay, wieder ein bisschen lesen. Note about the nature of the sessions. Dr. Faust is very tight-lipped about how he came up with that strange exploration device he built long ago. The only thing he has told me is that he came across some shunned and forbidden volumes about a device of extraterrestrial origin. But again, these sources do not hint that any existed on Earth except in the dreams of those who like to chew a certain alkaloid herb. Ja. Wie passend. The sessions we hold in the meeting room to adapt our nervous system to the alien impulses of the machine were frightening at first. If used too much, it affects the body to breaking point. But now I'm used to its non-human sensations. I've started to feel like the device is clearing my mind to make it absorb much more than ever before. I feel unconfined and much more receptive. But the most peculiar aspect of the sessions are that, because it has a shared experience, I'm able to receive impressions, ideas and even memories which belong to the other participants. Usually my mind wanders after the sessions and I cannot focus my thoughts until I have slept for several hours. That strange device surely disorients feelings and bodily functions, but I believe that what it offers is of immense importance. Aha. Also es ist ein ganz schöner Trip, sich in diese Conarium-Maschine einzuklinken. Was war denn hier? Okay. Ein Tube oder was? Ein Zylinder. Ach, ein Phonographenzylinder. Aha. Gut, dass Sie mir es sagen. Den hätte ich nicht erkannt eben. Was haben wir hier schon wieder? Kann ich die Tür nicht zumachen? Sauerei. Ja klar. Kann ich das Ding anschalten? Warum kann ich denn die Lampen nicht einschalten? Das wäre doch praktisch. Ah, da habe ich den Lever benutzen können. Ih! Miau. Katzi? Katzi? Hallo? Tentakelkatze? Okay. Woo, yeah! Der ist am Cheesen, Alter. Jetzt weiß ich, was hier los ist. This is Frank Gilman from Automat Antarctic Expedition. Over. Can anyone please answer me, for God's sake?
Axt. Wow! Wer sind Sie denn? Who is this? It's impossible to determine with so much decomposition. Hat aber nett ausgedrückt. Schlüssel. Okay. An anonymous note. We have finally finished excavating the monolith that was silently waiting for a soul to see it again. Situated within the circular building we reached with the link elevator, that magnificent piece of carving was buried halfway down under a mound of debris, and most probably could have been written in the earliest pages of history. I cannot describe exactly my feelings for the first time when I stood aghast, contemplating the gigantic stonework inside of those time-worn halls of silence. Only God knows how many ages have passed since its initial carving. Just thinking about its age sends shivers down to my spine. Which civilization could have constructed such grandeur, now waving a forlorn goodbye without giving away the secrets of its masters? Furthermore, even though most of them are damaged beyond repair, we spotted some symbols resembling the rock art of the Sahara Desert in southeast Algeria. We don't have any strong evidence to suggest anything, but Cornell Blake clings mostly to the continental drift theory. In any case, we don't have enough data on its age, but it is evident that history needs to be rewritten yet again. Okay, also die haben da unten altes Zeug entdeckt. Yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Ah ja, da unten sieht man so ein bisschen die Tentakel. Yes. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Geschichte. Essentieller Bestandteil. Oh, yes. Okay, ja. These are the pre-human species we found frozen in a cave far south of the base. Das eine Ding. Und du hast dich ausgepustet, ja? Finde ich gut. Unfortunately, one of our researchers, C. Lenning, was found dead in the biolab last Tuesday. Aha. Cause of death is currently uncertain, but judging by the accumulation of a mass of green substance found in his mouth and throat area. Dr. Barlow, our botany expert, thinks that Lenning was smothered by small, sticky greenish clumps that look like pollen, belonging to the living samples of the plant Sahiti, which is thought to have become extinct during the Paleozoic era. Aha. Dr. DeWitt will perform a post-mortem examination on his body soon. Sehr gut. Aha, was haben wir denn da noch so? Noch mehr seltsame Pflanzen. Sonnenblumenmais. Das ist die sogenannte Quetschel-Pflanze. Und hier haben wir noch die Stielrübe. Die Kartoffelstielrüben-Rattenpflanze. So heißt das Ding. Okay, und da sind wir wieder die Antarktis. Schön, schön. Was haben wir hier noch für Notizen? New campsite was established, waiting for new samples. Okay. Und hier noch. There is a problem with one of the freezers. I marked it. It must be checked immediately. Verstehe. Das wird wohl jetzt keiner mehr machen. Und das ist dann wohl, ja, die Pyramide von Gizeh. Gizeh. So. Dann schauen wir mal weiter, was da hinten noch so ist. Aha, da haben wir auch den Schlüssel schon benutzt. Sehr gut. Ich krieg wieder den Crazy-Effekt.
Naja, macht mir nichts. Was bist denn du? Oh, das würde ich mir auch sofort hinstellen. Ist doch voll cool, das Ding. Ja, fass es an. Und jetzt? Hallo? I believe no more can we harbor ourselves on the safest shores, for there are things that cannot be undone. I think you should retire to your room. I'm going to think a bit more. Alter, was? Kannst du vielleicht mal die Kerzen da wegmachen? Okay, alte Karten wahrscheinlich. Noch mehr Karten, alte Weltkarten. Die gute Sahedi-Pflanze wieder. Agatha. Aha. Antarctica, the southernmost continent and site of the South Pole, is a virtually uninhabited, ice-covered landmass. Most cruises to the continent visit the Arctic Peninsula, which stretches towards South America. It is known for the Lemaire Channel and Paradise Harbour, striking iceberg-flanked passageways, and Port Lockroy, a former British research station turned museum. The peninsula's isolated terrain also shelters rich wildlife, including many penguins. The rest of the text is illegible. Agatha, some markings on the Antarctic map. Okay. Agatha. Die werden doch nicht etwa die Nachkommen der Agazier gefunden haben? Ich soll zurück zu meinem Zimmer gehen, oder was? Was ist denn das überhaupt schon wieder für ein komisches Bild von irgendwelchen zerfressenen Riesenhänden, die... Ich will es gar nicht wissen. Und warum hat der Typ hier überall... Wo ist meine Taschenlampe? Ja, ich gehe ja schon. Sehr gut. Kannst dich mal... Alter. Wer oder was bist du? Was hast du hier für... Oh, der Ghoul. Der Ghoul und der Drache. Und das ist Kain und Abel? Oh Gott, was ist das für ein Typ, der da... Warum guckt der da? Oh Gott. Help! Alter! Wie lang geht der abends durch die Gegend und macht fucking... Das ist ein cooles Bild. Das würde ich mir auch aufhängen. Macht hier seine ganzen Kerzen an. Locked. Alter, was höre ich da? It's locked. It's locked. Und ich habe leider vergessen, was mein Zimmer war. Sind wir hier? Schiff. Aha. Und hier? Locked. It's locked. Okay, das ist auch sehr cool, ja. Das gefällt mir. Also, das mit dem Knarzen, das haben sie ganz schön gut drauf. Hallo? Oh mein Gott, was ist passiert? Aber was? Alles klar, Mann? Luft holen? Ah, wir sind wieder zurück. Oh, ich muss mich sofort zum Entspannen eine kleine bisschen eine Karte reinziehen. Oh, schön. Gar nicht. Ja. Okay, first Conarium event and a brief visit to the past. I'm at a complete loss for words. Simple remarks are insufficient to express my feelings right now. Was it a premonition or a vision? How I should interpret all of this, I don't know exactly. Suddenly I found myself drifting into a familiar room, a room that was long buried in my graveyard of memories, described on epitaphs of things long past. Dann gucken
wir nochmal hier schnell mal durch. Verze, the legendary drink of the oldest myth. I heard about that elusive mixture decades ago when I was writing my thesis on Salvia divinorum, also known as the sage of the diviners, an entheogenic plant used mostly in religious or shamanic ceremonies. For centuries, no one could gather any information about it other than its legendary, mystical, psychoactive properties. In some sources, it was the drink of the gods, while in others, a key for opening gates to places that lie beyond the conventional human senses. The sole bridge to the past in order to leave the bodily restrictions of the flesh. Most scholars would kill even for a hint about one of its lost ingredients. Naja, das wage ich zu bezweifeln. That's something I was on the lookout for throughout my career. A new formula is forming in my mind. I feel like there's a chance for me to produce, if not the original, then a variant of the legendary mixture Dverse, with the new clues I have uncovered during my work here. Okay. Da noch ein Buch über die Antarktis. Ein Golem. Das ist ja crazy, das Vieh. Somewhat humanoid in form, these sculptures initially reminded us the terracotta army sculptured carved as a funerary art buried with the first emperor of China to protect him in the afterlife. But judging by the writings on some of the bas-reliefs, now we believe that these wooden puppets or golems were used to carry out some tasks for their masters, just like the Egyptian Ushabtio. Funerary figurines, which are the servants of the owner in the hereafter. We saw the golems in several sizes, and it was terrifying to see the huge ones sitting in silence on the carved and polished rock stools as if waiting for a command. Ah, die werden wir bestimmt noch sehen. Was haben wir hier? Noch mehr von den guten Froschfratzen. There are lots of gateways leading to dark and damp corridors that were mostly carved in ages past. Some of them were covered by strange ivy-like plants, swaying back and forth despite there being no external force to move them. They seem to come from levels below, creeping through crevices in the rock walls. To stop probable superstitious gossip amongst the crew, Dr. Barlow, our botany expert, personally started to examine them. First submarine explorations revealed that what was lying in the underwater caves. The most striking features were the structures with opening in them, like doors and windows. They made us wonder whether those caverns had been carved underwater, or if they had been submerged at a later date and thus had become redundant to those who had carved them. Tja. Auf jeden Fall geiles Sketchbook hat er da. Pronunciation of the Sizes. Ah ja, was auch immer die Sizes sein sollen. Ah, das ist für den Elevator. Sehr gut. Da haben wir nochmal eine Karte der Antarktis, noch mehr Kartenmaterial der Antarktis. Da gibt es ja anscheinend einiges zu hier. Jo, aber ich würde sagen, beim nächsten Mal gucken wir dann, was wir mit dem Lever machen können, beziehungsweise was diese Station noch so an Überraschungen für uns bereithält. Bis dahin wünsche ich euch was. Bye bye.